Wir kennen die Politiker und so weiter hier auf der Erde oder auch bekannte Persönlichkeiten. Aber im Bereich des Kosmos oder der Sternengeschwister kennen wir nur sehr wenige Wesen. Und deswegen dürfen wir jetzt eine Wahl treffen. Das ist die eigentliche Wahl, um die es immer geht. Also eine innere Wahl zu treffen, wo wir unseren Fokus drauf richten. Ob wir unseren Fokus weiterhin auf dieser niedrigen Schwingung lassen, der 3D-Welt, oder ob wir unseren Fokus auch auf die höheren Bereiche richten. Und wenn wir uns dafür entscheiden, unseren Fokus auf die höheren Aufstiegsbereiche zu richten, dann können wir das sehr gut an diesem kommenden Wochenende mit den magischen Ahnenportaltagen Sanheim, Allerheiligen und Allerseelen zum Ausdruck bringen. Denn man sagt, dass der Schleier des Vergessens dann ganz dünn ist und man eine gute Chance hat, sich wirklich wieder daran zu erinnern, an unsere wahrhaftigen Ahnen, auch aus dem Sternenbereich. Und da habe ich eine ganz interessante Botschaft aus der geistigen Welt bekommen. Und zwar hat die geistige Welt mir gesagt, dass wir Menschen uns ja immer sehr stark darauf fokussieren, wer bei uns in der Regierung sitzt. Oder die meisten, die kennen zum Beispiel ihren Bürgermeister oder sie wissen, in der Landesregierung sitzt oder Bundeskanzler ist oder man kennt sogar die Staatsoberhäupter anderer Länder und verfolgt auch dort, wie irgendwelche Wahlen ausfallen. Da hat die geistige Welt mir mitgeteilt, das, was sich jetzt ändern wird oder wo sich auch unser Fokus drauf richten wird im Aufstieg. Denn all die Regierungen, die wir ja sehen, da reden wir von der dritten Dimension oder von den niedrigeren Dimensionen zumeist. Und es geht darum, dass wir unseren Fokus auch auf die höheren Dimensionen richten im Aufstieg, 5. bis 7. Dimension. Und da ist es so, dass die meisten überhaupt gar nicht wissen, wer sitzt denn zum Beispiel im intergalaktischen Konzil. In den höheren Dimensionen, da sind meistens Räte mit 12 weisen Wesen, lichtvolle Wesen, die eben Entscheidungen treffen in Bezug auf die Erde oder auch auf den Kosmos und ja, da sehr aktiv sind. Und das sind eigentlich diejenigen, die wirklich wahrhaftig wirken und was zu sagen haben. Hier auf der Erde wissen wir mittlerweile, es sind oftmals nur Schauspieler. Einige, die wie Ronald Reagan oder so, die wurden ja tatsächlich auch nach ihrer Schauspielerkarriere in das Amt gewählt. Oder Arnold Schwarzenegger. Also von daher, das ist schon eine gewisse Show, aber es ist doch viel spannender zu wissen, wer dann wirklich etwas zu sagen hat in den höheren Räten. Und wenn man jetzt eben herumfragt, wer im intergalaktischen Konzil zum Beispiel sitzt, weiß das kaum jemand, welche 12 weisen Wesen zumindest dort sehr führend mitwirken. Oder einige sagen auch der Galaktischen Konföderation. Also das ist ja ein Zusammenschluss verschiedener Sternenvölker, zum Beispiel Sirius, Arcturus, Orion, Andromeda und so weiter. Und die Menschen sind normalerweise in diesem Zusammenschluss auch immer mit eingebunden gewesen. Also es ist ein Zusammenschluss von Friedensvölkern. Und es setzt eben voraus, dass das Kollektiv der Menschen auch in einer friedlichen Gesinnung ist. Und dieser Zusammenschluss, der wartet wirklich darauf, dass die Menschen sich wieder mit den Sternenvölkern ganz bewusst verbinden und ihren Platz wieder einnehmen. Hier auf der Erde wechseln die Regierungen hier alle paar Jahre, aber die kosmischen Konzile oder Räte, die haben mitunter Hunderte oder sogar Tausende Jahre die gleichen Mitglieder, die dort federführend wirken. Und vor allem eine Grundvoraussetzung ist natürlich, dass sie nur den göttlichen Willen ausführen und von der Liebe und Weisheit getragen werden, was das Allerwichtigste ist, um überhaupt Führung übernehmen zu können. Das intergalaktische Konzil hat quasi einen weisen Rat oder einen höheren Rat aus 12 weisen Lichtwesen, die diese ganze Konföderation nach außen hin vertreten, also einmal innerhalb unserer Galaxie, aber auch außerhalb der Galaxie. Und darum geht es, dass wir unseren Fokus eben auch dahin richten und mit diesen Wesen in Kontakt gehen, die wirklich was zu sagen haben und uns damit verbinden. Also jetzt nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Jesus sitzt mit im intergalaktischen Konzil zusammen mit Maria Magdalena und deren Aufgabe ist eben das Christuslicht hier auf der Erde zu verbreiten. Oder Saint-Germain ist natürlich im intergalaktischen Konzil und ist ja auch hier auf der Erde, wird immer sichtbarer.
Oder Guanjin ist mehr aus dem asiatischen, chinesischen Bereich, aber eine Göttin der Barmherzigkeit, die wir hier auch kennen. Und so geht es darum, dass wir die auch in naher Zukunft immer mehr und mehr kennenlernen und ja, uns vor allem auf der telepathischen Ebene damit verbinden. Also diese neuen Wege werden jetzt auch geebnet und wir werden da immer einen größeren Fokus drauf richten. Und deswegen werde ich jetzt an diesem Wochenende auch eine Meditation anbieten in unserer geschützten Telegram-Gruppe. Also die ist nicht unbedingt für jedermann gedacht, sondern im Grunde genommen nur für diejenigen, die sich auch zu dem intergalaktischen Konzil hingezogen fühlen oder einfach mal ausspüren möchten, intuitiv da hineinspüren möchten, ob da eine Verbindung da ist. Und deswegen werden wir in einer Gruppe dort hinreisen. Also das wird eine geführte Meditation machen, die wir zur gleichen Zeit jeder für sich zu Hause durchführt und wo wir aber verbunden sind über die geschützte Telegram-Gruppe und uns im Vorfeld dort austauschen. Ich werde einige Informationen jetzt die kommenden Tage vorbereitend dort auch online stellen und anschließend nach der Meditation natürlich auch zum Austausch. Ja, wenn man diesen Hohen Rat des Intergalaktischen Konzils besucht mit den 12 aufgestiegenen Meistern, das kann man natürlich auch alleine, jeder kann für sich da alleine hinreisen, aber manchmal ist das für den einen oder anderen ja doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal, weil man auf einmal im Kreis dieser 12 Lichtwesen ist und deswegen reisen wir in einer Gruppe dahin. Weil wenn wir astral als Gruppe dort anreisen, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Empfinden für jeden Einzelnen. Man ist nicht alleine, dass man dorthin reist, sondern man reist zusammen in einer Gruppe dahin. Und die erste Reise werden wir unternehmen am 1.11., also 3 mal die 1, weil hier auch ein Neuanfang ist und das intergalaktische Konzil mir mitgeteilt hat, dass im Moment die Energien sehr stark und hoch sind und sie intensiv auf mich zugekommen sind. Weil für diejenigen, die das jetzt hören, sind, glaube ich, einige dabei, die mit dem intergalaktischen Konzil zusammenarbeiten. Und das wird in dieser Reise einfach geprüft. Also jeder kann das für sich selber prüfen, ob man in Resonanz geht mit dem Konzil oder auch mit einem speziellen Meister, mit dem man zusammenarbeitet. Und dann kann es sein, dass man entweder selber Botschafter des intergalaktischen Konzils ist und sich wieder daran erinnert. Oder es gibt natürlich auch einige, die bestimmte Projekte oder Bitten vortragen, wo man um Unterstützung fragen kann, eben für die Erdenmenschen. Dann ist man sozusagen der Botschafter der Erdenmenschen, der eben im Auftrag der Menschen bestimmte Projekte oder Vorhaben vorträgt und das intergalaktische Konzil darum bittet, dass sie es unterstützen. Ja, und diese Kontaktaufnahme, die werden wir jetzt eben am 1.11. machen. Und es wird dann eine zweite Reise stattfinden, die wir auch gemeinsam machen, zum intergalaktischen Konzil, und zwar mit den Drachenwesen. Und das wird am 11.11. stattfinden. Ich verlinke hier unter der Sprachnachricht auch nochmal einen Link mit weiterführenden Infos dazu. Und ja, also jeder, der sich angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein und dort einmal hineinzufühlen. Und abschließend möchte ich auch nochmal kurz mitteilen, dass diese Meditation, die ich hier anbiete, dass sie inspiriert wurde von Diana Cooper. Denn über Diana Cooper habe ich den Kontakt bekommen zum intergalaktischen Konzil. Da habe ich eben auch die erste Reise damals dorthin unternommen und habe sofort gespürt, okay, ich bin auf jeden Fall da sehr stark mit verbunden und intuitiv habe ich ganz starke Resonanz bekommen. Und jetzt ist eben auch immer, findet ein reger Austausch statt zwischen mir und dem intergalaktischen Konzil. Und wenn speziell Energietage sind, wie jetzt zum Beispiel die 3 kommenden, dann bekomme ich auch immer Impulse vom intergalaktischen Konzil. Und dieses Mal war der Impuls, das an euch weiterzugeben, weil sie sagen, es sind, wie gesagt, sehr viele dabei, die jetzt aktiviert werden können oder sich wieder rückerinnern können, dass sie in früheren Zeiten schon immer mit dem intergalaktischen Konzil zusammengearbeitet haben und die jetzt gerade zu diesen magischen Ahnenportaltagen auch wieder aktiviert werden. Ja, ich freue mich über jeden, der mit dabei ist.